an den zugeschalteten Bildschirm. Ich grüße Sie herzlich zum Gottesdienst am 4. Sonntag der Passionszeit mit dem Namen Lätare. Dieser Name übersetzt den Ruf des Leitverses zum Sonntagspsalm aus dem Propheten Jesaja. Freut euch mit Jerusalem. In der Mitte der Passionszeit behalten wir zwar die Leiden, die in Jerusalem auf Jesus warten, im Blick, sind aber erleichtert, dass sie dem, was für uns wichtig ist, zum Durchbruch verhelfen. Das ist die Erlösung von allem, was uns beschwert. So sagt der Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus selbst sagt uns, dass er sich durch seine Hingabe für uns zur Frucht macht, von der wir heilsam zehren können. Normalerweise würden wir heute Abendmahl feiern. Das geht nicht, wie so vieles in diesen Tagen nicht geht. In der Coronakrise. Fast alle leiden. Es fehlt die persönliche menschliche Begegnung. Die Wirtschaft bricht ein. Existenzen sind bedroht. Die Alten und Schwächsten vom Tode bedroht. Das Gesundheitssystem wird mehr und mehr einem Härtetest unterworfen. Wir sind in der Leidenszeit mittendrin und sehen kein Ende. Es wird eine Zeit kommen, in der wir aber dankbar sagen: Gut, dass wir da durchgekommen sind. Gut, dass die Menschen zusammengehalten haben. Heute Abend werden die Musiker überall zu Hause die Fenster öffnen und die Europahymne Freude schöner Götterfunken musizieren. Das heißt Lätare. Atmet trotzdem durch im Leiden. Es wird enden. Ein Neuanfang wird folgen. So hat es Jesus uns einstmal mit seinem Leiden als Perspektive erkämpft. Wir vertrauen uns seiner Liebe an, die auch unserem Leiden, die Distanz aus Liebe, einen Sinn verleiht. Lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Lied im Gesangbuch, die Nummer 663. Sie haben keine Gesangbuchlieder, ich sage Ihnen, wie das Lied heißt. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause. Ist wie
So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden, wie ein Strom. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen. Lasset uns anbeten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, arm an Trost sind wir vor dir. So tröste du uns. Verhärtet durch Leiden sind wir vor dir. So mach uns fruchtbar. Wir sind in diesen Tagen oft verzweifelt und voller Angst, weil unser und anderer Not in Krankheit und Tod uns so hilflos macht. Wir sind oft ungerecht, weil wir Angst haben, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren. Herr Jesus Christus, wir wenden uns von dir ab und wissen doch, dass wir deine Zuwendung brauchen. Sei du ein Weizenkorn in unseren Herzen, das aufgeht und in unserer Seele wächst. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht geschrieben bei Johannes im 12. Kapitel. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Lassen Sie uns auf die Heilige Schrift antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns das Wochenlied singen, passend zu dem, was wir gerade im Evangelium gehört haben. Nummer 98 ist das im Gesangbuch. Das Lied heißt Korn, das in die Erde. Gnade sei mit euch und Friede vor Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der für heute ausgewählte Predigttext folgt biblisch dem gerade verlesenen Kanzelgruß. Es ist die Epistel für den heutigen 4. Sonntag der Passionszeit Lätare und steht geschrieben im 2. Brief des Apostels Paulus an die Korinther, im 1. Kapitel, die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die wir auch tragen. Und unsere Hoffnung steht fest vor euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Liebe Patienten, die hier im Haus die Übertragung verfolgen, liebe an der Seelsorge im Klinikum Minden Interessierten im Internet, die sich die Aufzeichnung ansehen,
Was für eine Passionszeit durchlaufen wir gerade. Passionszeit, das heißt ja wörtlich Leidenszeit. Die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, es sind 7 Wochen bei uns in der Kirche, die erste davon nur eine halbe. Wir Christen empfinden normalerweise Jahr für Jahr das Leiden Christi nach, indem wir freiwillig auf etwas verzichten, fasten oder das vollziehen durch Teilnahme an der Woche, an der Aktion 7 Wochen ohne. 7 Wochen ohne kann es manchmal heilsam sein, auf etwas zu verzichten, was man selber sich wählt. Dieses Jahr hatte sich die Aktion das Motto überlegt, schon vor einigen Monaten, als wir nichts von dem allen wussten: 7 Wochen ohne Pessimismus. Doch das erscheint doch jetzt bei der Entwicklung draußen in der Welt, aber auch bei der ganzen persönlichen, die manche Patienten hier durchleiden, völlig unmöglich, nicht pessimistisch zu sein. Denn jetzt hat die Passionszeit, die Leidenszeit, eine wortwörtliche Bedeutung angenommen. Für fast alle Menschen bei uns und immer mehr noch auf der ganzen Welt. Besonders in diesen Tagen in Italien. Verzicht muss nun massiv geübt werden. Immer noch freiwillig, aber mancherorts auch mit Zwang. Das, was wir normalerweise im freiwilligen Fasten auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzen können, in dem genauen Wissen, wann es endet, hört nun ziemlich sicher in diesem Jahr nicht einfach Ostern auf. Eigentlich ist jedoch jeder Sonntag so ein Moment des Aufatmens, weil mehr als die Hälfte der 7 Wochen geschafft ist. Dieser Sonntag wäre das normalerweise heute. Aber was ist jetzt in Sicht außer Angst in der Pandemie? Die schlimmen Zahlen aus Italien mit immer mehr Toten, die jetzt schon die Verhältnisse in China übertreffen. Dieses Italien ist uns doch nahe. Es ist kein Ende in Sicht. Doch die Welt erschrickt, ist Alltag für viele Patienten, dass sie auch nicht wissen, wann es endet. Es ist also eine Gemeinsamkeit in dem, was da draußen die Welt erleidet und Sie als Patienten. Wir wissen nicht, wann es besser wird. Viele von den Patienten hier im Haus wissen auch, dass manches noch schlimmer wird und dass es nicht gut, sondern eher schlecht zu enden droht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis. Paulus, der dieses schrieb, hatte eines mit Jesus gemeinsam, dem er nachfolgte. Er konnte erahnen, dass in einem römischen Reich, in dem Jesus unschuldig getötet worden war von den Römern, auch ihm Ähnliches drohte. Und was die Patienten hier im Klinikum schon immer erfahren, ist, dass nicht alles in den Griff zu kriegen ist mit moderner Medizin. Dass je älter man ist, desto wahrscheinlicher an einer unheilbaren Krankheit stirbt. Das wird nun in unseren Medien durch eine einzige Krankheit überall auf der ganzen Welt sichtbar. In gewisser Weise haben die Patienten hier oder die, welche mit ihnen schon immer arbeiten, einen gewissen Vorsprung an Erfahrung, wie nun damit umzugehen ist. Und das gilt besonders für die Gläubigen unter uns, die eine Strategie von der Bibel in die Hand gelegt bekommen, wie damit umzugehen ist, die genau in die entgegengesetzte Richtung der Ungläubigen geht, die in Panik und Hamsterkäufe fallen. Besonders viele Ungläubige scheint es übrigens in God's Own Country in den USA zu geben, die sich meinen, auf den gewaltlos leidenden Christus zu berufen und gleichzeitig massenhaft Waffen einkaufen. Da lebe ich lieber in einem Land, in dem die Menschen zu viel Klopapier kaufen. Doch wir haben als Christen schon längst einen Vorrat, der für uns schon seit Jahrtausenden für Krisenzeiten angelegt wurde. Das ist Gottes Wort. Und wer jetzt darin liest, wer die Losung zum Beispiel jeden Tag liest, der ist erstaunt, wie zutreffend Gott da in unsere Situation hineinspricht. Und das tut auch die Epistel von Paulus heute.
Die Strategie, die Paulus uns an die Hand gibt, ist unerwartet für alle Heiden. Er beginnt mitten im Leid mit dem Lob Gottes, anstelle vom Beklagen aller Einschränkungen und Verluste. Als jemand, der nicht nur Pfarrer ist, sondern ausgebildeter Coach, kann ich Ihnen versichern, dass wir als Gläubige damit altes Wissen positiver Psychologie an der Hand haben, die heute in ihrer für die Seele heilsamen Wirkung nachgewiesen ist. Was heißt positive Psychologie? Verbunden mit jahrtausendealtem Wissen. Du lenkst in der Krise den Blick auf deine Kraftquelle. Du lenkst den Blick auf das, was geht und nicht auf das, was nicht geht. Und das machst du aktiv, indem du gegen die schlechte Stimmung ein Lob Gottes aussprichst. Was passiert dabei? Paulus hier in unserem Text lobt den Vater Jesu Christi. Jesus Christus hat am Kreuz gelitten und ist gestorben. Aber der Vater war zuvor schon da und hat sich selbst durch seinen Sohn sichtbar gemacht, was ihn ausmacht. Jesus strahlt im Umgang mit allen Menschen Barmherzigkeit aus. Er erklärt nie einem Menschen, dem es schlecht geht, was er falsch gemacht hat. Und jetzt könnten wir auch in diesen Tagen sagen, ach, was ist alles versäumt worden? Die und jene Verantwortlichen hätten es besser wissen müssen. Die wenigsten, die allerwenigsten wussten davon, wie so etwas verläuft. Und Jesus hat jedem Menschen ins Herz gesehen, wo er schuldig geworden war. Aber er ist ihm immer barmherzig in seinen Nöten begegnet. Also verurteilen wir auch nicht die Menschen mit ihren Hamsterkäufen, sondern sehen ihre Angst dahinter. Wir aber schauen auf Jesu Vater, unseren Vater durch ihn. Der Blick auf den Vater kann immer zur Dankbarkeit leiten, die uns Gläubige auszeichnet. Nicht die Frage, was nimmt er mir jetzt, steht im Vordergrund, sondern jetzt, wo ich den Mangel habe, staune ich darüber und kann Gott dafür loben im Rückblick darauf, was bisher alles in meinem Leben möglich war. Wie ich im Vergleich zu jetzt aus dem Vollen schöpfen konnte. Diese Dankbarkeit für das, was war, ist meine Wegzehrung für Wüstenzeiten. So sagt Paulus, er tröstet uns in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wie geht das nun mit dem Trost? Es geht niemals, indem ich um mich selber kreise. Auch nicht in Zeiten des Alleinseins. Ich darf nicht mich von meiner Angst gefangen nehmen lassen. Da gibt es das Wort aus dem 121. Psalm. Für Menschen, die allein in Not sind, der ganze Psalter lässt sich dafür lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Augen aufheben, statt auf sich selbst ängstlich zu schauen. Und damit öffne ich das scheinbare Gefängnis in Richtung von zwei Perspektiven. Ich schaue nach Hilfe, ich suche nach Gott. Jesus tut das im Leid permanent bis zum Ende, ohne immer offensichtlich gleich zu finden, was er sich wünscht. Und dennoch bleibt so Gott untrennbar mit ihm verbunden. Er tröstet ihn in aller Bedrängnis, auch im Schreien von Verlassenheit. Und gleichzeitig öffnet sich auch eine andere Perspektive. Denn wer kann trösten? Ich selbst kann es. Ich kann nicht mich selber trösten, aber meinen Nächsten. Auch hier hat die positive Psychologie einiges erforscht in der neuesten Zeit. Anderen zu helfen, anderen beizustehen, andere zu trösten, hilft mir selbst. Ich kann mir nicht im Kreisen um mich selbst helfen, sondern nur im Nach außen geben von dem, was ich woanders her empfange. Wenn ich die Quelle meiner Kraft kenne, ich tröste andere
Und das tröstet mich selbst. Ein anderer, der mich selbst schon innerlich tröstet, ist dann bei mir. Aber was soll ich einem Menschen sagen, dem es schlecht geht? Keine billigen Erklärungen, keinen billigen Trost. Aber wenn ich mich von Gott getröstet weiß, dann zeige ich ihm eine barmherzige Haltung gegenüber, eine mitfühlende Zuwendung, die von innen kommt. Das kann einfach Nähe sein, die auch in diesen Tagen durch Distanz entsteht, die uns alle schützt. Im Glauben überwinden wir alle Distanzen zueinander durch eine Liebe, die Funkwellen sendet, so wie das Internet, das Telefon, das Menschen nun tröstend zusammenhält. Aber nichts tröstet mehr, als dass ich mich von Gott im Leid behütet, gehalten und begleitet weiß. Die Schallwellen sind auch wichtig. Die Mindener Kirchenglocken, die nicht zu Gottesdiensten mehr einladen können, läuten nun täglich 7:30. Und heute Abend, wie am Anfang gesagt, werden die Musiker deutschlandweit die Europahymne am Fenster und auf Balkonen zu Hause spielen. Es tröstet die Musiker ohne Auftritte, dass sie etwas tun können. Meine Frau ist selber Musikerin und gehört dazu. Ihr Cello wird erklingen und mein kleiner Sohn wird die Posaune spielen. Und wir werden dadurch getröstet. Wir spüren Zusammenhalt, Liebe und Hoffnung, dass etwas anderes siegt als die Pandemie. So heißt es, werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist. Wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch an Trost teil. Der moderne Mensch sieht erstmal keinen Nutzen im Verzicht auf immerwährende Mobilität, Freiheit zu konsumieren, auf das Feiern zu jeder möglichen Gelegenheit. Aber das Wort Gottes weist der Bedrängnis einen Sinn zu, dass wir erfahren, was es heißt, getröstet zu werden, dass wir mitten in der Bedrängnis gefordert sind, in unserer Fähigkeit, innere Kraftquellen unseres Glaubens zu erschließen, uns mit Gott zu verbinden, der überall ist, erst recht in der Natur. Manchmal werden wir in die Erde gedrückt, wie der Samen. Wir werden unserer Möglichkeiten beraubt. Aber in uns hinein hat Gott alles gelegt, wie die wunderbare Natur es im Frühling sichtbar macht. Auch wir drängen in einer solchen Situation zur Sonne, zum Licht, wie jede Pflanze. Wir sind im Glauben verbunden über alle Formen sozialer Distanzierung. Wir können uns sehen, wir können die Liebe spüren, auch außerhalb der Umarmung. Wir werden nach der Krise wachsen, auch wenn wir danach nicht mehr dieselben sein werden. Vertrauen wir auf Gott, der uns alle wachsen und verwandeln lässt als Teil seiner Schöpfung. Dann hat die Leidenszeit auch für uns einen Sinn, wie es sie für Jesus gehabt hat. Er hat sich selber zum Weizenkorn gemacht, sogar bereit zu sterben, um sich zum Christus für uns zu wandeln, der das Leben siegen lässt. Wir sterben nicht alle jetzt, aber sicher irgendwann sowieso. Unser Verzicht jetzt wird morgen Früchte tragen. Das ist unser Trost und wir geben ihn weiter und werden dadurch selbst getröstet. Blicken wir nach draußen, dann hält Gott für uns alles bereit. Ich ende mit einem Gedicht von Hermann Claudius. Vor Ostern, wenn die Erde im März wieder aufbricht und du ihn witterst, jenen schweren, verhaltenen Duft an einem nebelverhangenen Morgen über den Acker hin, dass du stillstehst, als wärest du selber ein Kraut, das treiben soll, als müsstest du selber Erde atmen, dass du wie trunken stehst. Wirf dich über den Acker und presse dein Herz an den Herzschlag der Erde und frohlocke. Es ist Frühling geworden. Es ist wahrhaftig Frühling geworden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
singen das nächste Lied. Im Gesangbuch steht sie unter der Nummer 414, das Lied Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Vertrauen auf Gottes heilende Nähe möchte ich nun Fürbitte halten und weiß mich mit allen, die an den Bildschirmen verbunden sind, im Gebet verbunden. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dich für uns in deinem Sohn, um deine Liebe für uns in deinem Leiden hingibst. Stärke uns nun, unser Leiden zu tragen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Du bist unser Licht und Leben. In dieser Morgenstunde bitten wir für alle, die diesen Tag voller Sorgen beginnen. Empfange sie mit deiner Liebe und stärke sie. Wir bitten dich für alle, die den Anbruch des Tages kaum erwarten können. Gib ihnen in ihrer Freude Gelassenheit und Umsicht. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen nicht zur Schule gehen können, die nicht zur Arbeit gehen können, die Menschen nicht treffen können,
die ihnen sonst wichtig sind. Behüte ihre Schritte, ihr Tun und ihr Lassen. Wir bitten dich für alle, die nun in diesen Tagen besonders ans Haus gebunden sind. Erst recht, weil sie gefährdet sind, als Risikogruppe, durch Krankheit oder Alter. Richte sie auf und schenke ihnen den Mut, den sie brauchen, um den Tag zu bestehen. Schenke ihnen Menschen, die ihnen das besorgen, was sie selber nicht mehr für sich tun können. Wir bitten dich für alle, die uns verwandt oder befreundet sind. Hilf uns, einander über die Distanz hinweg zu tragen. Und bewahre uns auch jetzt die Freude aneinander. Wir bitten dich für alle, die niemanden auf der Welt haben. Segne sie mit deiner Gegenwart und sei ihnen Trost und Hilfe. Du bist die Freude unter Tränen, die Lösung aller unlösbaren Rätsel. Du bist der Grund aller Hoffnung. Sei mit uns allen an diesem Tag. Wir legen alle unsere Sorge in deine Hand. Gib uns deinen Frieden. Bleibe bei uns und geleite uns in Ewigkeit. Und alles, was uns auf dem Herzen liegt, bringen wir in die Worte, die uns dein Sohn zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns am Ende das Lied 171 im Gesangbuch singen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Folgendes habe ich noch abzukündigen. Am kommenden Mittwoch haben wir wieder hier in der Kapelle unser ökumenisches Abendgebet um 18 Uhr.
das auch wieder im Fernsehen übertragen wird, hier auf Programm 25 im Haus und für die Privatpatienten auf dem Programm AD-1. Am kommenden Sonntag, Judika, haben wir dann hier wieder um 9:30 unseren evangelischen Gottesdienst, der auch wieder nur im Fernsehen übertragen wird, mit Pastor Goldstein. Die Kapelle hier im Klinikum bleibt auch in diesen Zeiten 24 Stunden geöffnet. Achten Sie darauf, dass Sie immer nur einzeln diese Kapelle betreten für Ihre Andacht und für Ihr Gebet. Und bitte desinfizieren Sie vor dem Eintritt in die Kapelle in der Eingangshalle Ihre Hände und tun es danach bitte wieder. Die Kollekte, in der Sie, wenn Sie die Kapelle besuchen, etwas hineinwerfen können in den Opferstock, ist immer vorgesehen für die Arbeit unserer Krankenhausseelsorge hier im Haus. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.